In diesem Video zeige ich euch, wie ihr alle Visitenkarten in den dunklen Operationen freischaltet. Nummer 1 ist Sensenmann der Untoten. Dafür muss man 1 Million Zombies töten. Ihr könnt euren Fortschritt unter Kaserne, Statistik, Bestenlisten, Zombies unter Eliminierungen sehen. Nummer 2 ist bis an die Zähne bewaffnet. Dafür müsst ihr mit Pack-a-Punch beide Waffen und die Nahkampfwaffe auf Stufe 3 verbessern und auf legendäre Seltenheit, mit Munitionsmods ausrüsten und 8 Extras kaufen. Dafür muss man ungefähr bis Runde 40 spielen, bis man genug Essenz und Schrott hat. Nummer 3 ist soziale Distanz. Dafür muss man bis Runde 20 überleben, ohne Schaden zu nehmen. Nehmt dafür am besten die Karte Liberty Falls. Die Herausforderung ist solo nicht ohne und mit mehreren Spielern deutlich einfacher. Stellt euch Koop einfach an der Barrikade beim Spawn oder in der Bowlingbahn in die Ecke und lasst euch beschützen. Sonst kann man auch einfach Runde 18 dem Spiel beitreten und muss dann nur Runde 19 überleben, ohne getroffen zu werden, wofür man die Sitzung aber auch zusammen gestartet haben muss und dann wieder verlassen. Nehmt dafür am besten die Kaugummis Instakill, Wandkraft und nur nicht hier mit und zusätzlich Kraftpass und starre Augen. Als Feldausrüstung empfehle ich Ätherschleier mit Extraladung. Nehmt als Waffe eine, mit der man gut Headshots machen kann, und den Schalldämpferaufsatz für mehr Schrott. Passt allgemein beim Runterspringen auf und dass ihr beim Spawn nicht in die Giftwolke lauft. Vorsicht bei Erschütterungsgranaten, die machen auch einen Schaden, wenn man zu nah dran steht. Benutzt auch lieber den Snackautomat nicht, da dort auch scharfe Granaten rausfallen können. Passt auch auf die intakten Autos auf, die explodieren, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Zerstört sie am besten nach und nach. Lasst die Barrikade Richtung Ollis Comics das ganze Spiel geschlossen und öffnet nur den Weg zur Bowlinghalle, so hat man mehr Fläche zum Laufen, ohne auf Zombies von der Seite aufpassen zu müssen. Lauft beim Spawn große Runden, bis keine Zombies mehr spawnen, dann kann man die Horde in Ruhe wegrasieren. Wechselt während den Runden am besten nicht das Gebiet, sonst verschwinden die Zombies hinter euch und spawnen wieder vor euch vor allen Seiten. Stellt euch in den Ungezieferrunden beim Spawn an die Barrikade zu Ollis Comics, da sie dort nicht von der Seite spawnen und ihr sie schon von Weitem seht. Sammelt so lange Geld, bis ihr den Weg bis zur ASG 89 Schrotflinte gegenüber vom Blumenladen freikaufen und sie euch leisten könnt. Nehmt, bevor ihr sie kauft, den Wandkraft-Kaugummi. Kauft euch direkt den hirnvolle Mod und wenn ihr noch Geld übrig habt, Tempo-Cola und Stehvermögen. Spielt damit bis Ende Runde 10 und macht das Zombie-Regen-Easter Egg, um den blauen Schraubenschlüssel zum Seltenheit der Waffe aufwerten und Abschussserien zu bekommen. Passt dabei auf, dass euch die vom Himmel fallenden Zombies nicht treffen, die machen auch Schaden. Nutzt viele eurer Kaugummis und kauft euch jede Runde welche nach. Benutzt, sobald ein Mängler oder Scheusal kommt, einen Ätherschleier, bzw. beim Scheusal, wenn der Schaden nicht reicht, starre Augen. Spielt so lang beim Spawn und sammelt Punkte und Schrott, bis ihr die Waffe aufwerten könnt und macht das dann am Ende der Runde. Versucht für die letzten paar Runden eine Mutanteninjektion oder Helikopterschützen und einige Täuschgranaten, Äffchen oder Kasimir-Granaten bereit zu haben. Schaut auch, dass eure Ätherschleieraufladungen und Kaugummis voll sind. Das ganze Gameplay dazu findet ihr in der Beschreibung. Nummer 4 ist Strike. Dafür muss man beim Bowling in Liberty Falls mindestens 300 Punkte machen. Schießt die 5 Bowling-Schuhpaare an, um das Minispiel zu starten. Ein Paar ist beim Spawn in der Tankstelle auf den Tresen. Eins gegenüber von Ollis Comics, hinter der Barrikade rechts im Regal. Eins bei der Hügelstraße vor der Kirche, wenn man die Treppen hochgeht, hinter der Barrikade rechts unter dem Stuhl. Eins hängt beim Friedhof, rechts neben Panzerungswandkauf an dem Baum. Und eins ist gegenüber der Bowlinghalle, hinter der Barrikade links auf dem Sarg. Ladet die Bowlingkugel immer ca. 3 Sekunden auf, bis sich das Geräusch beim Aufladen nicht mehr ändert. Werft so schnell ihr könnt eine Kugel nach der anderen in Zombie-Mengen. Wartet lieber kurz, bis einige in einer Reihe stehen, bevor ihr nur einen trefft. Sobald ihr die 300 Punkte erreicht habt, erscheint nach einigen Sekunden die Visitenkarte. Falls ihr es beim ersten Mal nicht schafft, könnt ihr das Easter Egg nach ca. 5 Runden wiederholen, sobald in der Bowlinghalle in der Toilette die Bowlingschuhe spawnen und ihr sie abschießt. Nummer 5 ist befreit. Dafür muss man das Liberty Falls Easter Egg im Standardmodus in weniger als 30 Minuten abschließen. Nehmt als Kaugummis Wandkraft und geheime Kraft mit, um euch die ASG Schrotflinte aufgewertet von der Wand kaufen zu können und sie direkt auf legendär zu verbessern. Nehmt den Kaugummi wunderbar mit, um mit Glück direkt die Jetgun aus der Kiste zu erhalten. Alternativ ist der Kaugummi extra süchtig noch gut. Sonst empfehle ich noch die Kaugummis Freude am Töten für den Bosskampf und Zeitgeschenk, um die Dauer von doppelte Punkte oder Instakill beim Bosskampf zu erhöhen.
Als Feldausrüstung empfehle ich den Ätherschleier mit Extraladung. Startet direkt den Krawallstarter und spielt, bis ihr zur Kiste aufkaufen könnt. Nehmt den Kaugummi wunderbar und versucht euer Glück. Bekommt ihr die Strahlenkanone, dann behaltet einfach die statt der ASG und baut die Jetgun. Falls ihr die Jetgun bekommen habt, nutzt den Kaugummi Wandkraft und holt euch die ASG Schrotflinte zwischen Ollis Comics und dem Blumenladen und nutzt dann geheime Kraft, um sie auf legendär zu verbessern. Packt euch den Napalm-Mod drauf, das ist die Schwachstelle von Mänglern und Scheusalen. Sammelt jetzt die Teile für das LTG und baut es zusammen. Kauft euch nebenbei, sobald ihr genug Essenz habt, schnell Wiederbelebung, Juggernog, Tempo Cola und Stamina Up. Platziert das LTG erst bei der Kirche und füllt den Kanister aus der Kirche mit der Seele vom Elite-Zombie. Deaktiviert den Krawallstarter, bevor ihr den Kanister zurück zur Kirche bringen müsst oder sobald es euch zu wild wird. Platziert den Kanister wieder in der Kirche, nehmt den Straußzähler und nehmt das LTG wieder mit. Stellt die 3 Projektoren ein und füllt beim Spawn den anderen Kanister und bringt ihn am besten mit der Seilrutsche zur Kirche, so geht es am schnellsten. Wertet für den Bosskampf eure Strahlenkanone oder ASG auf Stufe 2 auf und nehmt Freude am Töten mit. Kauft euch noch eine Abschussserie wie das Geschütz oder die Handkanone, holt euch die fehlenden Extras und startet den Bosskampf. Lauft Runden, konzentriert euch immer auf die Elite-Gegner und dann die Zombies. Zündet in der dritten Phase, sobald das Scheusal erscheint, alles was ihr noch habt und habt ihr es besiegt, habt ihr die Aufgabe abgeschlossen. Das ganze Gameplay dazu findet ihr in der Beschreibung. Nummer 6 ist Yo Ho Ho. Dafür muss man in Terminus mit dem verfluchten Relikt ausgerüstet 20.000 Essenz sammeln, ohne getroffen zu werden. Nehmt als Kaugummis toter Briefkasten und doppelte Punkte mit, damit es schneller geht und zur Sicherheit starre Augen. Nehmt als Feldausrüstung die Energiemine mit der Geschützaugmentierung oder den Ätherschleier, falls es mal knapp wird. Spielt bis ihr 5000 Schrott habt, damit ihr euch 2 Mutanteninjektionen leisten könnt. Macht dann das Easter Egg, um den verfluchten Talisman zu erhalten. Kauft euch dafür Melee Macchiato im Biolabor. Geht in die Meereshöhlen bei Speedcola und schlagt links davon die Steine kaputt, hinter denen ihr eine Karte seht. Auf der Karte wird eine Insel markiert. Begebt euch zu der Markierung auf der Karte und sammelt die Uhr unter Wasser auf. Geht mit der Uhr zurück in die Meereshöhlen und gebt sie an der Kiste ab. Jetzt braucht ihr 3 Molotovs und am besten eine mindestens einmal aufgewertete Waffe in epischer Seltenheit oder mit geringerer Seltenheit auf Stufe 2, da ihr 3 verstärkte Elite-Gegner töten müsst. Die Positionen der Skelette, die ihr verbrennen müsst, sind auf der Tempelinsel auf der Treppe, auf Castle Rock Island unten rechts auf der Insel neben einer Laterne und auf dem Schiffswrack mittig an dem Mast. Geht zu einer der Inseln und werft dort das Skelett mit einem Molotow ab. Tötet den verstärkten Elite-Gegner und nehmt die verfluchte Münze, die er fallen lässt. Ihr könnt auch alle 3 Münzen auf einmal sammeln, sobald ihr aber eine Münze dabei habt, regeneriert ihr erst nach 10 Sekunden wieder Leben. Bringt die Münzen zu der Schatztruhe in den Meereshöhlen zurück. Habt ihr alle 3 Münzen zurück zur Schatztruhe gebracht, erhaltet ihr 3 legendäre Waffen. Geht jetzt zur Krabbeninsel und überlebt dort 3 Runden. In der 4. Runde blitzt es und mittig auf dem hinteren Teil der Insel erscheint die Truhe mit dem Talisman. Nehmt den verfluchten Talisman und ihr bekommt ab jetzt doppelt so viel Essenz und die Verfluchung, dass ihr 10% eurer gesamten Essenz verliert, wenn ihr von einem Zombie getroffen werdet. Nutzt jetzt zu Beginn einer Runde in der Nähe eines Handwerkstischs doppelte Punkte und dann eine Mutanteninjektion. Bleibt in der Nähe des Handwerkstischs und kauft euch direkt eine neue Mutanteninjektion und benutzt sie zu Beginn der nächsten Runde. Habt ihr die 20.000 Elixier gesammelt, erscheint nach wenigen Sekunden die Visitenkarte. Nummer 7 ist Terminal. Dafür muss man das Terminus Easter Egg nach Runde 50 abschließen. Schaltet dafür die Mutanteninjektion dauerhaft frei, falls ihr sie noch nicht freigespielt habt. Das macht ihr über Kaserne, Fortschritt, in den Levelfreischaltungen bei Level 39. Nehmt als Waffe am besten die ASG 89 Schrotflinte mit der Magazinerweiterung 2. Nehmt dafür am besten die Kaugummis toter Briefkasten, um mehr Schrott sammeln zu können. Freude am Töten für höhere Runden, falls euch mal der Schrott ausgeht, und Zeitgeschenk, um die Dauer davon zu verlängern. Als weitere Kaugummis für den Bosskampf starre Augen, Regentropfen oder Auszeit.
Als Feldausrüstung empfehle ich den Ätherschleier mit Salvensprint und Extraladung und für Elementarlimo für die späteren Runden Elektrokirsche und Verwundbohne. Nutzt circa ab Runde 10 regelmäßig toter Briefkasten, um mehr Schrott anzusammeln. Macht auch immer die SAM-Aufgaben, sobald sie erscheinen. Kauft euch ab Runde 25 zusätzlich das Geierhilfe extra beim Wunderfiss-Automat auf dem Schiffswrack, um noch mehr Schrott zu erhalten. Sammelt den Schrott bis circa Runde 40 und nutzt dann jede Runde eine Mutanteninjektion und schlagt um euch, um die Runden schneller zu beenden. Bleibt dabei in der Nähe der Handwerksbank und kauft euch direkt eine neue, sobald die Verwandlung endet. Nutzt sie dann wieder kurz nach Beginn der nächsten Runde, sobald ihr einige Zombies hinter euch habt. Macht das bis Runde 50 und bereitet euch bis dahin mit 2 voll aufgewerteten Waffen, Extras und Kaugummis vor. Nehmt am besten den Napalm-Mod für die ASG, das ist die Schwäche vom Boss, und für die andere Waffe den Lichtheilungsmod. Am wichtigsten ist die Mutanteninjektion und hilfreich sind auch 2 Kasimir-Granaten oder Äffchen. Bleibt beim Boss in Bewegung, schießt auf seine Schwachstellen und versteckt euch hinter den beiden Tanks links und rechts, wenn er zuschlägt. Falls es dort zu knapp wird, lauft einfach Runden. Nutzt in der zweiten Phase eure Kasimir-Granaten und Kaugummis und schießt alles, was geht, in sein Maul. Sobald die Schwachstelle verschwindet, auf die Tentakeln und dann wieder auf die roten Knoten, sobald die Tentakeln kaputt sind, und die Phase ist schnell vorbei. Benutzt in der letzten Phase hinter einem der Tanks die Mutanteninjektion, aber passt auf, dass euch die Druckwelle, die ihr manchmal vorbereitet, nicht trifft, sonst endet die Verwandlung sofort. Schießt 3-4 Mal mit der Mänglerkanone auf den Kopf vom Boss, um übertrieben Schaden zu machen, und ihr habt das Easter Egg geschafft. Das ganze Gameplay vom Bosskampf findet ihr in der Beschreibung. Nummer 8 ist noch eine Runde. Dafür muss man Runde 100 erreichen. Nehmt euch eine Waffe, die schnell viel Schaden macht, wie das AMR Mod 4 Scharfschützengewehr oder die ASG 89 Schrotflinte mit. Nehmt für schnell Wiederbelebung letzter Wunsch und den Ätherschleier mit Extraladung mit. Nehmt dafür am besten die Karte The Tomb. Baut und wertet den Eisstab auf und nebenbei eure Waffe. Wenn ihr nicht wisst, wie man ihn baut, findet ihr ein Video in der Beschreibung. Stellt euch mit dem Eisstab vor das grüne Portal in der Nähe der Werkbank und schießt immer wieder einen aufgeladenen Schuss ein Stück vor euch auf den Boden. Wenn in den höheren Runden viele Elite-Gegner spawnen, lauft einfach innerhalb des Eissturms im Kreis, damit euch die Amalgame und Mimiker nicht packen. Schießt immer wieder aufgeladene Schüsse auf den Boden, kurz bevor der Eissturm endet. Kauft euch immer wieder Mutanteninjektionen und nutzt sie, den Ätherschleier oder teleportiert euch, wenn es mal knapp wird. Die Visitenkarte erscheint nach ca. 20 Sekunden, sobald ihr Runde 100 erreicht habt. Nummer 9 ist gut genug. Dafür muss man Runde 20 nur mit Startausrüstung erreichen, ohne Augmentierungen ausgerüstet zu haben und ohne Extras oder Munitionsmods zu kaufen oder Feldausrüstung einzusetzen. Entfernt dafür vor Beginn des Spiels alle Aufsätze eurer Waffe und alle Augmentierungen bei allen Ausrüstungen. Ihr dürft für die Herausforderung nur die Waffe und Nahkampfwaffe, die ihr dabei habt, benutzen. Nehmt am besten eine Splittergranate mit, damit ihr in Runde 10 das Zombie-Regen-Easter Egg machen könnt, um garantiert das seltene Ätherwerkzeug zu erhalten. Ihr dürft die Waffen mit Pack-a-Punch verbessern und die Seltenheit der Waffen aufwerten. Power-Ups darf man einsammeln und Munition darf man kaufen. Auch Panzerplatten darf man so viele man will einsammeln und benutzen. Zusätzlich dürft ihr die beiden Granaten, die ihr dabei habt, nutzen. Solltet ihr weitere Granaten aufsammeln, dürft ihr die nicht benutzen. Ihr dürft auch keine Abschussserien, keine Kaugummis und keine Fallen benutzen. Sobald ihr Runde 20 erreicht habt, erscheint nach ca. 20 Sekunden die Visitenkarte. Nummer 10 ist unbesiegbar. Dafür muss man bis Runde 30 spielen, ohne zu sterben oder in den Eliminator zu wechseln. Nehmt dafür am besten die Augmentierung letzter Wunsch für schnell Wiederbelebung mit, dann verschwindet das extra, anstatt dass ihr down geht. Nummer 11 ist Bote des Untergangs. Dafür muss man mindestens 100 Gegner mit einer einzigen Punkteserie erledigen. Kauft euch dafür ab ca. Runde 35 einfach eine Mutanteninjektion und sammelt alle Zombies in einem Gebiet. Nutzt dann die Injektion und schlagt mit Nahkampf zu, bis ihr die Visitenkarte erhaltet. Nummer 12 ist kistensüchtig. Dafür muss man aus der Kiste jede Waffe in einem Spiel ziehen. Dazu zählen auch Nahkampfwaffen und Abschussserien. Nehmt dafür die Tempo-Cola-Augmentierung Schnelles Roulette mit, damit die Kiste schneller arbeitet. Nehmt am besten die Kaugummis Alles muss raus, doppelte Punkte und Zeitgeschenk mit. Die Visitenkarte ist reine Glückssache und kann einige Zeit dauern.
Nutzt einfach so lange die Kiste, bis ihr die Visitenkarte erhaltet. Geht am besten am Ende einer Runde an die Kiste mit einem Parasit übrig. Der macht euch, wenn ihr schnell Wiederbelebung habt, nicht genug Schaden, um euch down zu bekommen. Nummer 13 ist Stöcke und Steine. Dafür muss man solo bis Runde 25 überleben und darf dabei nur Nahkampfwaffen, Kampfäxte und Metzel Macchiato einsetzen. Nehmt euch den Akkubohrer oder das Messer mit, da man damit am schnellsten zuschlägt. Als Kaugummis habe ich Instakill, Schildbürger und Ladespezialist mitgenommen und zusätzlich Zeitgeschenk und nur nicht hier. Gut sind hier auch die Kaugummis Kraftfass, starre Augen oder extrasüchtig. Nehmt für die ersten Runden und das Brunnen-Easter Egg die Splitter und Täuschgranate mit. Nehmt den Ätherschleier mit den Augmentierungen, leeren Umhüllung und Erweiterung mit, um zu verschwinden, wenn es zu knapp wird. Nehmt für Metzel Macchiato die vampirische Extraktion und Krafttraining mit. Nehmt für die Herausforderung am besten die Karte Citadelle des Morts, da man dort mit dem Lichtschwert spielen kann. Ihr dürft für die Herausforderung keine Atombomben oder Fallen benutzen. Bis Runde 3 sterben die Zombies mit einem Schlag vom Akkubohrer. Springt immer wieder über Hindernisse, um Zombies zu verlangsamen. Kauft euch sobald ihr könnt das Metzel Macchiato Perk, um Zombies bis ca. Runde 10 mit einem Schlag zu töten und 25 Leben pro Nahkampfkill zu erhalten. Passt beim Aktivieren von Packer Punch auf, dass kein Zombie daneben steht, da sie von der Explosion sterben. Baut in Runde 10 das Lichtschwert, das löst als einziges keinen Elementareffekt aus und stellt bei jedem Treffer auf einen Gegner etwas Panzerung wieder her. Ihr dürft die Fähigkeit von dem Schwert nicht benutzen. Stellt euch vor die Schnellreise neben Packer Punch, um rutschen zu können, wenn es zu knapp wird. Stellt euch nicht ganz hinten in die Ecke, dass ihr ein Stück nach hinten ausweichen könnt, falls eine Atombombe droppt. Circa 20 Sekunden nachdem man Runde 25 erreicht hat, erscheint die Visitenkarte. Nummer 14 ist also Das war Verschwendung. Dafür muss man innerhalb von 10 Sekunden, nachdem man ein extrasüchtig Kaugummi genommen hat, in den Eliminator wechseln oder sterben. Entfernt dafür alle Augmentierungen aus Schnellwiederbelebung und Juggernaut. Nehmt den Kaugummi extrasüchtig mit und startet die Karte Terminus. Spielt bis ihr zum Wasserturm aufkaufen könnt. Lasst am Ende der Runde einen langsamen Zombie oder Kriecher übrig. Stellt euch ganz oben seitlich neben das Geländer, springt und lenkt zur Seite, damit ihr auf das Geländer statt darüber klettert. Benutzt den Kaugummi und springt dann unten auf die Treppe. Ihr erhaltet, sobald ihr in den Eliminator wechselt, direkt die Visitenkarte oder seht sie als Belohnung im Menü, wenn ihr gestorben seid. Nummer 15 müsste Dunkle Reise heißen und heißt auf Englisch Dark Journey. Dafür muss man für 33 Waffen die Nebeltarnung freischalten. Schaut dafür unter Tarnungen nach, was ihr für die Tarnung machen müsst. Nummer 16 ist Verklebt. Dafür muss man 25 Kaugummis in einem einzigen Spiel benutzen. Nehmt dafür am besten gewöhnliche Kaugummis mit, die ihr oft habt und direkt nach der Benutzung verschwinden, wie Instakill, maximale Munition, Kraftfass oder nur nicht hier. Nummer 17 ist Fatal. Dafür muss man 2 Amalgams mit einem Schuss töten. Nehmt dafür die Karte Terminus. Nehmt euch als Waffe einen Raketenwerfer und die Kaugummis Instakill und starre Augen mit. Nehmt als Augmentierung für Elementarlimo Citrus, Fokus und Verwundbohne mit. Spielt bis ca. Runde 30, bis 2 Amalgame auf einmal spawnen. Ihr könnt auch früher damit anfangen, wenn ihr alle Zombies außer den Amalgam tötet, dann endet die Runde und ihr nehmt den Amalgam in die neue Runde mit. Verbessert bis dahin den Raketenwerfer auf Stufe 3 und legendäre Seltenheit und packt euch den Schattenriss-Mod drauf, das ist die Schwäche von Amalgamen. Schwächt die Amalgame, bis sie nur noch wenig Leben haben. Nutzt Instakill und dann starre Augen, sobald sie nebeneinander stehen, dann bewegen sie sich nicht mehr. Schießt mit dem Raketenwerfer zwischen die beiden und habt ihr beide gleichzeitig getötet, erscheint nach ca. 20 Sekunden die Visitenkarte. Nummer 18 ist Kunoichi. Dafür muss man während eines einzigen Einsatzes von Ätherschleier mit ausgerüsteter Leere-Scheide-Augmentierung 3 Zombies, 2 Spezialzombies und einen Elite-Zombie töten. Die Spezialzombies erscheinen auf der Minikarte mit einem Totenkopf-Symbol und die Elite-Zombies sind die mit dem Totenkopf-Symbol mit Hörnern. Nehmt als Kaugummis Instakill und starre Augen mit. Als Augmentierungen für Metzel Macchiato Expresso und Krafttraining. Als Augmentierungen für den Ätherschleier leeren Umhüllung, damit man die Visitenkarte überhaupt erhalten kann, und Erweiterung ist wichtig, damit der Ätherschleier länger hält. Nehmt die Karte Citadelle des Morts, da man die Visitenkarte dort mit dem Schwert machen kann. Baut euch irgendein Schwert und spielt bis ein Amalgam spawnt und tötet alle Zombies bis auf den Amalgam. Ihr könnt den Amalgam so über mehrere Runden mitnehmen.
Schwächt dann, sobald 2 Doppelgast-Spezialzombies spawnen, den Amalgam bis mindestens zur Hälfte seiner Leben und aktiviert Instakill, dann starre Augen und dann den Ätherschleier. Das Schwert wird durch die Augmentierung Leerenumhüllung automatisch ausgerüstet und ihr müsst jetzt nur noch schnell den Elite-Zombie, die 2 Spezialzombies und 3 normale Zombies töten. Sobald ihr die Gegner getötet habt, erscheint nach wenigen Sekunden die Visitenkarte. Nummer 19 ist feuerfrei. Dafür muss man 10 Elite-Zombies entzünden und dann töten. Elite-Zombies sind auf der Minikarte die Gegner mit dem Totenkopf-Symbol mit Hörnern. Nehmt dafür für Elementar-Limo die Augmentierungen Citrusfokus und Chillbeere mit. Nehmt für den Napalm-Munitionsmod Großwild und Erweiterung mit. Nehmt als Waffe am besten eine, die schnell viel Schaden macht, wie das AMR Mod 4 Scharfschützengewehr oder die ASG 89 Schrotflinte. Spielt am besten auf der Karte Citadelle de Mort, da man dort die Wunderwaffe im Nahkampfslot hat. Spielt bis Runde 15, baut euch ein Schwert und wertet eure Startwaffe soweit es geht auf. Kauft euch irgendeine schwache Zweitwaffe, die viele Kugeln verschießt und wertet sie das ganze Spiel nicht auf. Packt euch jetzt auf beide Waffen den Napalm-Mod und kauft euch Elementar-Limo. Circa Runde 16 spawnt der erste Amalgam. Tötet fast alle Zombies und schwächt den Amalgam, bis er nur noch ca. 20% seiner Leben hat. Schießt mit der schwachen Waffe jetzt so lange auf den Amalgam, bis er entzündet, wechselt schnell zur aufgewerteten Waffe und tötet ihn, während er brennt. Falls der Amalgam mal so wenig Leben hat, dass man nicht versuchen kann, ihn zu entzünden, ohne dass er stirbt, lasst ihn einen Zombie fressen oder euch von ihm packen, dann regeneriert er ein Stück Leben. Es spawnt ca. alle 3 Runden ein Amalgam und ab Runde 30 spawnen meistens 2. Macht das so lange, bis ihr 10 entzündet und getötet habt, was bis Runde 50 dauern kann. Die Visitenkarte erscheint dann nach wenigen Sekunden. Die Visitenkarte Meisterung dunkle Operationen erhaltet ihr, sobald ihr 15 Visitenkarten in den dunklen Operationen freigeschalten habt.